Hi, ich bin Marc Vosen von der Firma Nash Tackle und gerade zurückgekommen aus Ungarn von einem Media-Meeting. Habe jetzt 4 Tage Zeit, bevor es schon wieder zurück nach England geht. Diesmal auf einen Shop Day bei einem ganz tollen See. Diese 4 Tage versuche ich zu nutzen und hier was rauszukitzeln. Ich hatte keine Zeit, irgendwas vorzubereiten. An vielen Seen sind die Fische am Laichen. Darum, wir schauen uns jetzt gleich erstmal den ersten See an. Es ist ein kleiner Parksee. Ich hoffe, die Fische sind schon durch und hungrig. Wir schauen uns das Ganze mal an. Im Idealfall schaffen wir es vielleicht schon bis zum Dunkelwerden einzufangen. Ansonsten bin ich ziemlich sicher, dass wir, sobald es dunkel wird, den einen oder anderen Fisch fangen können. Nilo, wie lange hat es gedauert? 2 Minuten oder so. Ja, Marc hat euch ja schon begrüßt. Ich bin eigentlich nur als Kameramann mitgefahren. Allerdings habe ich jetzt hier mal auch ein bisschen mitgeangelt und ich werde auch die nächsten Tage mitangeln. Wir sind hier gerade ein bisschen rumgelaufen und haben die Fische ein bisschen gesucht und geguckt, wo wir sie finden können. Und dann haben wir hier vorne direkt so einen Trupp von 6, 7 Fischen gesehen. Und dann malen wir natürlich direkt 6 Fuß Hornauf rein mit einer Breadbomb. Und ja, was soll ich sagen? Also ich weiß nicht, es waren vielleicht 3 Minuten. Kurz davor kam noch ein kleiner Spiegler, der hat den Köder leider nicht genommen. Was heißt leider? Eigentlich war es ja ganz gut. Knapp über 20 Kilo und das auf eine Breadbomb. Das beweist mal wieder, dass Schwimmbootangeln definitiv nicht nur für kleine Fische ist. Ja, wir haben bestimmt jetzt gute 4 oder 5 Stunden mit Stalken verbracht. Der Erfolg hat sich wie so oft innerhalb der ersten 2 Minuten eingestellt. Super geilen Fisch an der Oberfläche, deutlich über 20 Kilo. Da schwimmen wir noch ein paar mehr in der Gewichtsklasse rum. Leider hat es danach nicht mehr funktioniert. Die Fische waren ein bisschen scheu. Wir hätten ihnen vielleicht 1, 2 Stunden komplett Ruhe geben sollen, aber wie es dann halt auch so ist, wir waren einfach fischgeil. Nichts getrunken, nichts gegessen. Ich habe mega Hunger. Wir schlagen uns jetzt irgendwo den Bauch voll. Und dann werden wir noch mal schauen, ob wir die Fische irgendwo finden können. Ich habe schon eine gute Idee, wo sie sein werden, weil ich denke, sie werden zum Abend hin im etwas tieferen Wasser fressen. Da schlagen wir dann unser Nachtlager auf und haben hoffentlich dann morgen früh was Tolles zu präsentieren.
So, die Nacht ist jetzt vorbei. Es ist jetzt schon bullenheiß und wir haben gerade mal 8 Uhr morgens. Wir waren relativ erfolgreich. Das heißt, ich hatte mitten in der Nacht einen Waller. Nicht unbedingt das, worauf ich gehofft hatte. Tilo hatte einen wunderschönen Two-Tone heute Morgen. Jetzt gehen wir erstmal was frühstücken und Kaffee trinken. Und danach werden wir nochmal die Stalking-Routen packen und versuchen, noch einen Fisch von der Oberfläche zu fangen. Sollte uns das gelingen, umso besser. Aber so oder so werden wir zum späten Nachmittag hin an ein Baggerloch in der Nähe wechseln und mal schauen, was da so geht. Unsere nächste Station war ein kristallklarer Baggersee in unmittelbarer Nähe. Bei so warmem Wetter würden wir dort die Fische sicherlich schnell ausfindig machen können. Jedoch nahmen die Fische meiner Erfahrung nach selten bis nie Nahrung an der Oberfläche auf. Daher wollten wir sie mit Brotflocken anwerfen, bis hoffentlich einer unseren Köder nehmen würde. Grad im Schatten. Wir sind schon den ganzen Tag auf den Beinen. Seit dem Frühstück fahren wir von See zu See und versuchen aktiv die Fische zu finden und zu beangeln. Leider sind sie überall am Laichen. Auch an dem See, an dem wir uns gerade befinden, waren sie heute Morgen noch am Laichen. Wir sind dann aber fast aus Verzweiflung wieder hier zurückgekehrt und die Fische waren fertig, haben sich aber noch in Ufernähe aufgehalten und teilweise sogar ihren eigenen Laich gefressen. Wir haben uns dann dazu entschieden, die Fische mit Brotflocken aktiv anzuwerfen. Das ist fast wie am Forellenteich. Nach der Laich sind die Fische sehr aggressiv und ziehen sich diese weißen, langsam sinkenden Flocken rein. Und so konnten wir auch, oder vielmehr ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit, 2 sehr schöne Fische landen. Unter anderem den hier, ein Fisch mit ganz tollen Perlschuppen auf dem Schwanz. Aktiv angeworfen, kurz vor ihm runtersinken lassen und einmal eingesaugt, hing er auch schon am Haken. Ist immer schön, wenn sowas auch mal so einfach funktioniert. Nachdem wir heute den ganzen Tag wirklich hart gekämpft haben, kam dann innerhalb von 20 Minuten die Erlösung in Form von 2 schönen Fischen. Jetzt machen wir alles fertig für die Nacht und schauen, ob wir da auch noch was reißen können. Leute, geht ab! Ja, schönen guten Morgen. Wir haben die Nacht hier an diesem kleinen Baggerloch verbracht. Da die Fische noch immer laichen, haben wir uns dazu entschlossen, nicht großartig zu füttern, sondern haben wirklich nur Singles mit den neuen Cultured Pop-Ups von Nash verteilt. Das sind hochattraktive einzelne Hakenköder und die haben heute Nacht wirklich ihre Arbeit getan. Wir haben 3 Fische gefangen, einen kleinen, der sehr von der Laich gezeichnet war, haben wir sofort wieder schwimmen lassen. Den kleinen Mann hier haben wir aufgehoben und auch noch einen weiteren. Alles in allem eine sehr erfolgreiche Nacht. 3 Fische, während die Fische am Laichen sind, ist gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir die Fische eine Bucht weiter schon wieder aktiv gefunden. Das heißt, wir fotografieren schnell die Fische ab, schnappen uns unser Brot, unsere Breadbombs und unsere 6-Fuß-Routen und werden dann versuchen, die Fische aktiv zu fangen.
Dilo! Keinen Meter vor meinen Füßen, dreht sich rum und papp saugt sich die Brotflagge weg. Das ist so geil, wenn das funktioniert. Funktioniert halt 110 Mal nicht. Aber guckt einfach mal ins Wasser. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Planet brennt, wir haben gefühlt 150 Grad, 30 Grad sind es mit Sicherheit. Wir machen für heute hier erstmal Schluss, holen uns irgendwas Eiskaltes zu trinken und werden dann nochmal zurück an ein anderes Gewässer, eine Runde drehen, schauen, ob wir irgendwas finden und dann irgendwo ein nettes Plätzchen für die letzte Nacht finden. So langsam ist der Akku auch leer. Wir sind zurück am Wasser, nachdem wir heute bestimmt 8 Stunden lang die Fische mit Schwimmbrot und Brotflocken um den See gescheucht haben, waren die wahrscheinlich genauso kaputt wie wir. Wir haben dann eben erst mal 2-3 Stunden gar nichts gemacht, sind was essen gegangen, haben was getrunken, haben einfach nur in der Ladefläche von unseren Autos gesessen und uns regeneriert. Sind dann zurück zu dem See aus der ersten Nacht gefahren. Die Fische haben definitiv jetzt komplett ausgeleicht. Wir haben eine Runde gedreht, haben die Drohne hochgeschickt und konnten im Flachwasser, wo die Fische die ganzen Tage und noch Wochen zuvor zu finden waren, keinen einzigen Fisch mehr finden. Für mich ein gutes Zeichen, dass die Fische wieder angefangen haben, größere Mengen Nahrung aufzunehmen. Wir haben uns hier im zentralen Seeteil eine Stelle gesucht, weil ich hoffe, dass die Fische jetzt wieder aktiv nach Nahrung suchen. Darum eben auch der zentrale Platz. Ich hoffe, dass wir sowohl von links als auch rechts Fischkontakt bekommen könnten zumindest. Werden die Routen in unterschiedlichen Distanzen verteilen. Auch ein bisschen was mit Futter arbeiten, eben in der Hoffnung, dass die Jungs da draußen richtig Kohldampf haben und wir den einen oder anderen Fisch heute Nacht hier überlassen können. Ja, die letzte Nacht ist jetzt vorbei.
Tatsächlich haben wir nichts gefangen, was auch wieder zeigt, dass man oft deutlich weniger weiß, als man denkt, dass man weiß. Während wir uns die letzten 3 Tage halt tierisch den Hintern aufgerissen haben, jede Nacht und jeden Tag trotz der immensen Hitze unsere Fische fangen konnten. Und ich immer mit einem Auge auf die Wetter-App geschielt habe, wann der Wetterwechsel kommt. Jetzt kam er gestern, die Nacht hat sich zugezogen, ist kühler geworden, Wind ist aufgekommen, die Fische sind mit dem Leichen durch und ich dachte, jetzt schlägt unsere Stunde, wir schlagen richtig zu. Nichts ist passiert. Es ist halt, ja, egal wie lange du angelst, manchmal gibt es immer wieder eine Situation, wo du merkst, dass du nichts weißt. Oder zumindest nicht alles. Ja, wir geben dem Ganzen jetzt hier noch eine Stunde. Dann packen wir langsam zusammen, machen uns Richtung Auto. Ich glaube, wir beide freuen uns tierisch auf ein gutes Frühstück, eine schöne Dusche und dann holt uns auch der Alltag ganz schnell wieder ein. Bevor wir anfangen, langsam zusammenzupacken, zeige ich euch nochmal das Rig, mit dem wir die letzten Nächte gefischt haben. Ich betone hierbei die letzten Nächte, denn tagsüber haben wir die Fische in der Regel mit Breadbombs und sinkenden Brotflocken befischt und haben nur nachts die Routen wirklich auf Grund gelegt, auch in der Hoffnung, dass die Fische, die vorher dort gelaicht haben, zum Laichräubern zurückkommen. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben nur einzelne hochattraktive Köder gefischt. Eingesetzt haben wir Inline-Bleie, Drop-off gefischt, sodass der Fisch die Bleie auch schnell wieder loswerden kann. Das hat zum einen hier mit dem Kraut zu tun, und als auch in dem Baggerloch, in dem wir gefischt haben, mit vielen Hindernissen am Boden. Da willst du einfach, dass der Fisch möglichst schnell in der Wassersäule nach oben kommt, wonach du ihn gehakt hast, um den Fisch frei drillen zu können. Danach folgt eine kurze Länge von dem neuen Fluorolink von Nash. Ist ein Fluorocarbon, sehr schön weich und geschmeidig, aber immer noch steif genug, um den Haken, sobald das Blei am Bund angekommen ist, vom Blei zu separieren. Am Ende dieses Stücks Fluorocarbon sitzt dann einer der neuen Gyro-Haken. Das ist ein Haken, der aufgreift, was das bekannte Ronnie oder Spinner Rig vorgemacht hat, nämlich ein Haken, der an einen Wirbel montiert ist. Allerdings ist der hier schon fest als eine Einheit verbunden. Das heißt, die Tragkraft ist wesentlich höher, das Ganze ist wesentlich sicherer. Es gibt keine scharfen Kanten, an denen sich ein Fisch verletzen kann. Gibt es seit kurzem im Fachhandel und ist eine sehr empfehlenswerte Sache. Darüber fischen wir was Neues. Das sind die Nash Cultured Pop-Ups. Eine spezielle und sehr neue Geschichte. Das sind Pop-Ups mit einer hochattraktiven, sich schnell auflösenden Außenhülle. Das sorgt dafür, dass rund um den Pop-Up eine Wolke quasi aus Attratoren und hochattraktiven Wirkstoffen im Wasser wabert. Ja. Ein Fisch, der hier vorbeikommt, wird darauf aufmerksam und im Idealfall saugt das Ganze ein und hakt sich. Hat für uns fantastisch funktioniert. Bin eigentlich kein großer Pop-Up-Fan, haben das Ganze aber probiert über die letzten Tage und muss sagen, wir hatten keinen einzigen Aussteiger. Jede Nacht unseren Fisch gefangen unter widrigsten Bedingungen und gerade wenn das Wetter umschlägt und super aussieht, dann versagt es halt. Aber generell eine Sache, die ich selber mehr einsetzen werde dieses Jahr und vielleicht für euch auch ein Denkanstoß, was ihr mal so in eurer Sommer-, aber auch Ganzjahresfischerei einsetzen könnt. In diesem Sinne, wir machen uns langsam auf den Weg. Viel Spaß noch.